Die Briten haben entschieden, sie wollen raus aus der EU und alle drehen durch. 8 Dinge, die du jetzt über den Brexit wissen musst. Was ist da eigentlich passiert? Diesen Donnerstag hat Großbritannien ein Referendum darüber abgehalten, ob man in der EU bleiben möchte oder raus will. 51,9% der Briten haben gesagt raus und damit ist die Sache eigentlich klar. Moment, was ist ein Referendum? Ein Referendum ist eigentlich nur eine Abstimmung, also nicht rechtlich bindend. Das Parlament könnte sich also immer noch gegen einen Austritt aus der EU entscheiden. Aber vermutlich wird sich niemand so gegen die Entscheidung des Volkes stellen wollen. Bevor es mit dem Austritt so richtig losgehen kann, muss die Absicht der EU noch offiziell vorgelegt werden. Das kann allerdings noch 1-2 Monate dauern. Und wie geht's dann weiter, bitteschön? Jetzt haben Großbritannien und EU 2 Jahre Zeit, um den Austritt vertraglich zu regeln. Und die EU hat auch jetzt schon angekündigt, dass man da mit ziemlicher Härte vorgehen will. Die Argumentation dahinter, wenn man es den Briten jetzt zu einfach macht, dann könnten auch andere EU-Länder auf die Idee kommen, auszutreten. Und das möchte man unbedingt verhindern. Bis dahin bleibt Großbritannien aber noch EU-Mitglied. Alles andere ist zurzeit noch komplett offen. Eigentlich hat niemand und wir auch nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Wenn wir doch noch Zeit haben, wieso rasten denn dann jetzt alle aus? Die ersten Auswirkungen der Abstimmung sieht man jetzt schon. Die Währungskurse vom Euro und vor allen Dingen vom Pfund sind sofort eingebrochen. Das hat an der Börse einfach mal 5 Billionen Dollar vernichtet. Zack, weg. Gut, das ist jetzt nur Börsengeld, das merkt man kurzfristig erstmal nicht, aber trotzdem. Alles, was momentan auf der EU-Ebene passiert, wird davon überschattet, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Der britische Premierminister David, nicht James Cameron, ist wegen des Ergebnisses schon zurückgetreten. Er hatte sich für den Verbleib in der EU ausgesprochen und bekommt von seinen Gegnern jetzt mächtig Dampf. Wie können denn bitteschön 17,4 Millionen Briten so blöd sein? Tatsächlich scheint die Mehrheitsmeinung zu sein, gerade hier in Deutschland, dass der Brexit keine so gute Idee ist, aber irgendwie macht man es sich natürlich auch etwas einfach, jetzt irgendwie zu sagen, dass die Briten bekloppt sind. Die Argumente der EU-Gegner, die Europäische Union ist zu bürokratisch und vor allem undemokratisch. Die Organe, die sehr viel Macht haben, also die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und so weiter, die werden nicht vom Volk gewählt, sondern machen gefühlt einfach so ihr Ding. Außerdem fühlen sich viele Briten so, als ob man von der EU ständig irgendwas aufgedrückt bekommt. Die EU-Gegner wollen einen starken, eigenständigen Staat, wo man nicht immer alles umsetzen muss, was die EU so sagt. Sie wollen für sich selber ihren eigenen Kurs festlegen können. Deswegen hat der Brexit auch nicht nur im rechten Lager so seine Befürworter, sondern auch im linken. Eine dann doch eher rechte oder rechtspopulistische Angst ist aber, dass immer mehr Geflüchtete nach Großbritannien kommen oder von der EU zu ihnen hinverteilt werden. Die Gesellschaft könnte sich ja überfremden. Und letzten Endes geht es wie immer ums Geld. Aber gerade da ist die Faktenlage so unübersichtlich, dass man schon irgendwie sagen kann, dass der Brexit nicht unbedingt eine rationale Entscheidung war aufgrund von Argumenten, sondern eher eine emotionale. 16,1 Millionen Menschen wollten auch lieber drin bleiben in der EU und das waren vor allem junge Menschen, also wir quasi. Aber hat nichts genützt, die Älteren haben sich durchgesetzt. Was heißt das jetzt konkret für mich? Das kommt darauf an, wie deine Beziehung zu Großbritannien ist. Wenn du gerne online einkaufst bei Amazon UK oder so, dann wird es jetzt wahrscheinlich erstmal etwas günstiger, einfach weil das Pfund billiger geworden ist. Zukünftig wird es aber vermutlich Probleme mit Zöllen und so weiter geben, dann wird es dann also eher teurer. Wenn du gerne dahin reist, musst du in Zukunft nicht nur dein Perso mitnehmen, sondern wahrscheinlich auch deinen Reisepass, denn es könnte sein, dass du kontrolliert wirst. Dass man ab jetzt ein Visum braucht, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Flüge werden auch teurer und während in der EU das teure und nervige Datenroaming abgeschafft wird, wird das wahrscheinlich in Großbritannien bestehen bleiben. Wenn du studierst und gerne ein Auslandssemester machen möchtest, wirst du vom Erasmus-Programm der EU unterstützt. Wenn du jetzt in Zukunft in Großbritannien ein Semester studieren möchtest, dann musst du etwas tiefer in die Tasche greifen. Und alles andere, es gibt Prognosen in alle Richtungen. Es gibt eine Wirtschaftskrise in Großbritannien oder in der EU oder beides oder vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm. Aber was feststeht, ist, dass der Brexit erstmal einen negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hat. Wollen jetzt noch mehr Länder raus? Für alle, die sich lieber einen starken Nationalstaat wünschen als eine enge EU-Gemeinschaft, ist dieser Brexit natürlich jetzt eine ideale Vorlage. Überall in Europa kündigen schon Rechtspopulisten und Nationalisten an, dass sie ähnliche Volksabstimmungen abhalten wollen, vor allem in Frankreich und in den Niederlanden. Bis jetzt aber ist die Stimmung in Europa und vor allem auch in Deutschland noch
eher pro EU. Schottland hat übrigens mehrheitlich pro EU gestimmt. Vor 2 Jahren hatten sie ja schon mal versucht, sich von Großbritannien unabhängig zu machen und jetzt nach dem Brexit ist da die Hoffnung da, dass es mit einem zweiten Referendum vielleicht doch noch klappen könnte. Jetzt aber mal ehrlich, Leute. Muss ich den Brexit gut oder schlecht finden? Also erstmal, EU ist ja nicht gleich Europa. Norwegen und die Schweiz sind auch in Europa, aber nicht in der EU. Aber wir kennen es einfach nicht anders und wir finden es gefährlich, wenn man sich jetzt auf seine kleine Insel im wahrsten Sinne des Wortes zurückzieht, um da seinen eigenen Tee zu kochen, anstatt gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die EU ist ja als gemeinsames Projekt entstanden, damit es keinen Krieg mehr gibt. Die Gefahr ist jetzt schon da, dass das ganze Konzept auseinanderbricht oder sich zumindest verändert. Andererseits könnte es aber jetzt auch eine Chance sein, sich gemeinsam daran zu erinnern, dass nichts einfach so für immer ist. Viele Menschen haben ja so ihre Probleme mit der EU und das sollte man auf jeden Fall auch ernst nehmen, wie man jetzt an diesem Ergebnis sehen kann. Deswegen sollte unserer Meinung nach vor allem das EU-Parlament mehr Macht bekommen. Das wird ja demokratisch von uns gewählt. Und wir sollten auch alle ein bisschen solidarischer denken. Letzten Endes sitzen wir alle im selben Boot und auch unsere junge Generation hat ja noch ihr ganzes Leben hier in Europa vor sich. Aber wie seht ihr eigentlich das Ganze? Eure Meinung zum Brexit jetzt in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion. Und wenn ihr wissen wollt, was der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn zur EU zu sagen hat, dann klickt doch einfach hier oben oder hier unten. Genau, und wenn noch Fragen offen sind, meldet euch bei uns und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und immer schön weiterstören.